So, hallo zusammen. Ja, ich bin der Leon und ich bin Game Dev. Und ich habe mir einfach mal gedacht, ich zeige euch einfach mal so die Games, die ich bisher so gemacht habe oder beziehungsweise die Prototypen, die ich alle mal so angefangen habe. Statt die einfach in aller Ewigkeit einfach auf meinem Rechner rumgammeln zu lassen und dass niemand irgendwas davon hat. Und zeige ich einfach mal so ein bisschen was ich so gemacht habe. Oh. Ich fange heute an mit meinem Spiel Bonfire. Und wie man wahrscheinlich so ein bisschen am Titel schon ableiten kann, handelt es sich dabei um ein Souls-like. Also, um den Versuch eines Souls-likes besser zu betrachten, besser gesagt. Und natürlich um eine 3D-Action-Adventure. Es ist mein allererster Versuch gewesen, überhaupt ein 3D-Spiel zu machen. Ich habe das damals in der Unity Engine gemacht. Und das war Anfang 2024. Also wir hatten mein allererstes 3D-Projekt schon damals im Umfang der Uni, wo ich Game Development studiert habe. Und eigentlich war in dem Semester, hatten wir halt andere Aufgaben, also kleinere Aufgaben, wie halt, keine Ahnung, Visual Effects und sowas dementsprechend zu machen. Und ich hatte mich dazu entschlossen, das alles aber, statt diese ganzen separaten Aufgaben zu machen, die alle in einem Spiel tatsächlich auch schon zusammenzufassen. Und Bonfire ist mein allererstes Projekt, was dabei rausgekommen ist. Spielt sich dementsprechend absolut scheiße, ne? Also er erwartet da jetzt wirklich nicht viel, das spielt sich halt echt richtig scheiße, aber es war halt eben auch mein erstes Game, muss man auch ganz fair so dazu sagen, was ich gemacht habe. So, schauen wir uns mal an, was ich hier so gemacht habe. Man kann schon sehen, wie man hat hier einen HP-Balken, man hat einen Stamina-Balken, der sich aufbraucht, wenn man so ein bisschen rennt. Man hat hier einen Souls-Counter, der sich füllt, wenn man Gegner tötet, damit man das in Erfahrungspunkte damit investieren kann. Und man hat auch tatsächlich ein Spell, und zwar ist das so ein Fire Orb. Kann ich werfen. Und der schießt dann halt so ein Feuerstrahl in eine Richtung. Ist viel zu laut, bleibt auch viel zu lange und die Reichweite ist auch viel zu kurz, richtig crappy, aber eine der Aufgaben war halt eben, dass wir eben Visual Effekte selber erstellen mussten und dazu habe ich halt eben das Spell-System dementsprechend mit entworfen. Worauf ich tatsächlich sehr stolz bin, ist das Worldbuilding. Ich bin ein riesiger Fan von Dark Fantasy und ja, mein großer Traum ist es tatsächlich, mein eigenes Dark Fantasy Action Adventure Souls-like selber fertigzustellen und auch auf den Markt zu bringen. Und deswegen ist auch jedes Spiel, das ich mache, tatsächlich ein Souls-like Action Adventure, weil ich der Meinung bin, je öfter man das gleiche macht, desto besser wird man darin und mit jedem Ansatz Fertigkeit wird man ein bisschen besser darin und irgendwann ist gut genug, um ein wirklich gutes Game auf den Markt zu bringen und zu machen. Deswegen übe ich mich halt dementsprechend darin. So, schauen wir mal, was es hier so gibt. Man sieht, ich habe natürlich ein fettes, cooles Großschwert. Animation ist selbst für ein Großschwert ein bisschen langsam, aber das Großschwert hat ein Kollege für mich gemacht. Aus der Uni, einer von den Artists. Ich bin halt kein Artist und Erstellen von Assets fällt mir selber unglaublich schwer und da habe ich da auf jeden Fall ein bisschen Hilfe bekommen. Deswegen mit dem Grace-Verbreter bin ich sehr zufrieden. Ich finde das sehr cool geworden. So, ja, schauen wir uns mal an, wie spielt sich denn das Spiel? So, das sind jetzt die einfachen Gegner, die es gibt. Wie ihr seht, die machen jetzt nicht viel. Ne? Wenn sie dich sehen, dann rennen sie dir hinterher, greifen dich an. Und es gibt auch noch einen Typ, der schreit einfach nur rum und lockt halt all seine Kollegen zu dir. Und ruft halt alle Gegner im Umkreis, wenn sie dich sehen. So, dann gibt es hier als Hub-Area das Old Sanctuary. Darauf bin ich tatsächlich ein bisschen stolz. Das ist halt so eine alte Burgruine, was ich einfach von der Ästhetik auch immer richtig, richtig toll finde, sowas. Und die Musik habe ich selber gemacht, selbstverständlich. Das war mein Approach so ein bisschen so Kirchenmusik oder so kirchenorientierte Church-Musik halt einfach so ein bisschen ambient-mäßig zu machen. Und ich finde, das ist mir wirklich sehr gut gelungen. Also ich finde, die Atmosphäre kommt da wirklich sehr gut, um mich da vielleicht mal ein bisschen selber zu loben. Was es hier gibt. Das Worldbuilding, ich finde, das kann sich alles weit ganz sehen lassen. Ne? Für den allerersten Versuch selber ein Game zu machen,
Oder 3D-Games zu machen, zumindest sieht das gar nicht mal so scheiße aus. Aber man merkt natürlich halt schon so kleine Sachen wie, okay, wenn ich rausgehe, stoppt die Musik relativ abrupt. Und fängt jedes Mal wieder komplett bei Anfang an. Das will ich jetzt zum Beispiel anders machen. So, ne, dass es langsamer ausfadet und auch dort weitergeführt wird, wo es aufgehört wird. Weil jetzt kommt halt richtig blöd, wenn du halt rausrennst. Zack. Und es fängt wieder bei Null an. So, ne? Das, auf Dauer nervt das ein bisschen. Das würde ich heute zum Beispiel ein bisschen anders machen. Aber ja, das ist das Old Sanctuary. Es gibt sogar einen NPC, der uns eine Quest gibt. Den schlecht beleuchteten Knight hier. Mal M zum Quatschen. Oh. You don't look hollow. Far from it. Das ist ein Zitat von Dark Souls natürlich, von The Lair von Astara, wer es kennt. It's not every day you see a sane person along this crooked lands. At least since that wretched buffed Shiggy showed up and turned everyone into wild creatures with its magic breakdance moves. Das werdet ihr gleich verstehen, was es mit dem buffed Shiggy auf sich hat und seinen Breakdance Moves. Naja, I tell you, don't let its easy look deceive you, fine traveler. Best hold your distance. You are going for it anyway, are you not? I won't try to stop you, but at least here, take this. It is a magic lightning spell. It will serve you well when you are facing that monster. Goodbye, and do stay safe, fine traveler. So, jetzt habe ich von ihm einen neuen Spell bekommen, und zwar den Lightning Spell. Der schießt halt immer in die Richtung, wo ich halt mit der Kamera schaue. Ist halt auch ein bisschen weird, dass wenn du nach hinten schaust, dann schießt er halt nach hinten und ich kann mich damit selber treffen. Fuck, das wusste ich gar nicht. Das ist mir nie passiert. Fuck. Na gut, und... Okay, was ist passiert? Fest? Okay, ne, alles wieder gut. Ich wusste gar nicht, dass ich mich damit selber treffen kann, aber wieder was dazugelernt über mein eigenes Spiel. So, schauen wir mal, was es hier sonst gibt. Jetzt habe ich ein bisschen Damage bekommen, aber Gott sei Dank gibt es hier in der Hub-Area natürlich auch eine Art Bonfire, und zwar diese Engelstatue, an der ich beten kann. So, hier kann ich natürlich die Seelen, die ich für das Töten von Gegner bekommen habe, ausgeben, um aufzuleveln. Es gibt die Standardwerte, Stärke, Vitalität, Geschwindigkeit und Verteidigung. Stärke erhöht natürlich die Angriffskraft von Nahkampfangriffen, Vitalität, die Lebensenergie, Speed, wie schnell sich deine Ausdauer wieder regeneriert, und Death natürlich, wie wenig oder wie viel Schaden du entsprechend bekommst. Ich gehe erstmal ein bisschen auf Stärke, um mit viel Damage zu machen. Natürlich. Und ja, ich mag tatsächlich die Prey-Animation dementsprechend sehr. Ich hatte ja schon immer eine sehr hohe Affinität fürs, ja, also nicht generell natürlich Christentum, aber generell die Religion und sowas, und ich denke, das ist auch etwas, was ich immer versuchen werde, in allen Spielen, die ich mache, so ein bisschen mit unterzubringen, so ein bisschen, ja, religiöse Aspekte, und sei es, ja gut, wie gesagt, das Spiel hat jetzt keine richtige Story, deswegen kann ich da jetzt nicht allzu tief drüber reden, aber naja, was die generellen Vibes und sowas angeht und eine gewisse Art von Spiritualität und Religion wird, glaube ich, schon immer ein Thema sein, was ich in meinen Games irgendwie verpacken werde. Ich finde generell, dass das viel zu selten in positivem Licht behandelt wird in Spielen. Aber so, genug gelabert. Schauen wir uns mal an, was es hier dementsprechend sonst noch gibt. Wenn ich hier um das Old Sanctuary rumgehe, sollte es hier noch 2 Gegner geben. Da kann ich ja mal die Spells demonstrieren. Die greifen mich halt erst an, wenn sie mich sehen, und sonst ignorieren sie mich. Das heißt, den kann ich aus sicherer Entfernung jetzt mit dem Lightning Spell weghauen. Oder mit dem Feuer Spell, den zeige ich jetzt einfach mal. Ist es natürlich dumm, dass selbst wenn ich gegen den Spell angreife, der mich nicht angreift, weil er mich nicht sieht. Ah, mein Gott. Ich wusste es halt nicht besser, ne? Das, inzwischen will ich das dann auch anders machen. Aber ja. So, und was ist hier sonst noch? Ah ja. Hier haben wir angefangen, aber ich kann die Zeit trotzdem noch nutzen, um den jetzt kurz hier wegzuballern. Es gibt kein Mana, das heißt, ich kann im Prinzip die Spells unbegrenzt durchspammen. Das ist natürlich alles andere als balanced. Aber ja, it is what it is. Hier ist kurz hier nochmal das Camp. Ich weiß, dass da noch 2 oder 3 andere Gegner sind. Die hau ich weg. Das nutze ich dann zum Aufleveln.
Und dann mache ich mich auf den Weg zum Boss gehen, ne? Und zwar das Bafchi of the Lake. Das ist natürlich ziemlich cool gewesen. Ihr werdet sehen, was damit auf sich hat. Aber, nochmal. Ja, das Kampfsystem ist halt, fühlt sich halt echt nicht gut an und es spielt sich echt scheiße, ich will euch da nichts vormachen. So, ne? Halt, steuert sich halt wie ein fucking Einkaufswagen. Und wie man vielleicht hier merkt. Okay. Ja, es gibt diesen Bug, dass manchmal, wenn die Gegner sterben, während sie in einer Angstanimation sind, die Hitbox der Angstanimation nicht verschwindet. Das heißt, du bleibst quasi kontinuierlich in der Hitbox und verreckst dann einfach instant. Das soll natürlich nicht so sein. Aber jetzt ist es halt gerade so. Ach fuck, warum kam der? Das kann ich sehen. Deswegen ist halt keine gute Idee, sie zu killen, während die gerade in einer Angstanimation sind. Sonst siehst du halt direkt, sobald du da drin stehst. Ja, ist alles gut. So, jetzt die Seelen, die ich verloren habe, wird hier wieder aufsammelbar. So, jetzt habe ich 450, jetzt kann ich ja mal ordentlich aufleveln. Ach, die Musik bin ich ja schon ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ich finde, es echt cool geworden. Ich werde das auf jeden Fall mal weiter ausarbeiten und wiederverwenden. Das ist eigentlich ein bisschen schade, das nur für so einen Prototypen drin zu haben. Was meint ihr? Also, eure Meinung würde mich tatsächlich auch ein bisschen interessieren, aber ich finde, das ist ein Banger. Ich mag so Ambient Music. Man hört die ganze Zeit so ein bisschen das Geschrei da im Hintergrund von den Viechern. Es liegt daran, dass ich das nicht richtig hinbekommen hatte damals, das mit dem 3D-Sound. Das heißt, eigentlich hört man das jetzt nur, wenn man wirklich nah genug ran ist, aber die Range bei denen ist halt viel zu weit, weswegen du die auf gefühlt 1000 Meter Entfernung hörst. So, das hier finde ich sieht soweit ganz cool aus. Hier merkt man einen weiteren Fehler. Sobald ich ins Wasser gehe, hört man schon diesen Unterwasser-Effekt. Der soll natürlich erst triggern, wenn man wirklich unter Wasser ist. Na, wenn ich dann runtergehe und mit der Kamera drunter zoome, dann sieht man halt, okay, es kommt so ein bisschen der Wassereffekt, es wird so ein bisschen blurry und alles bläulich. Es soll halt eben auch nur eigentlich das Haut spielen. Aber das habe ich halt damals nicht anders hingekriegt. Also ich finde, das Wasser sieht tatsächlich ganz geil aus. Da haben wir damals einen Kurs gehabt, wie machen wir geteiltes Wasser, und ich finde, das ist echt cool geworden. Gibt es keine Plätschereffekte oder sowas, weil, naja, war halt totaler Anfänger, also man muss ja nicht übertreiben. Aber, naja, ich finde das Wasser an sich, das sieht schon echt gescheit aus. Kann ich sehen lassen. Wenn man das mal so sagen darf. Ah ja, das Gras, das natürlich in der Luft spawnt. So. Da habe ich den Offset nicht richtig eingestellt, dass das halt, na also, so wie das Gras gespawnt wird, das soll natürlich immer nur auf dem Boden spawnen, nicht drüber. Deswegen gibt es halt eben auch so ein bisschen Offset, dass es halt immer so ein bisschen drunter spawnt, um das zu vermeiden. Das habe ich da nicht richtig eingestellt gehabt. Aber egal, genug gelabert. Jetzt zeigen wir mal weiter hier ein bisschen Worldbuilding, laufen ein bisschen rum und suchen das Bafchi of the Lake. Das ja alle Bewohner des Landes in diese hässlichen Kreaturen da verwandelt hat mit seinen magischen Breakdance-Moves. Ja, was halt ein bisschen ätzend ist, ist, man merkt, also ich habe ja diese 4 Stats angebaut, wie Stamina und sowas, und man merkt halt so ein bisschen, ja, das Stamina-Balken ist eigentlich viel zu wenig. Ich muss halt die ganze Zeit stehen bleiben, um ihn wieder aufzuladen. Wenn das jetzt ein fertiges Spiel geworden wäre, ne, wo man halt, wo es Sinn macht, das wirklich aufzuleveln, dann wäre es alles cool gewesen, aber es ist ja wirklich nur so ein Prototyp, das heißt, wo du halt eh nicht viele Skillpunkte sammelst. Und dann merke ich jetzt gerade, okay, das ist halt echt ein bisschen nervig, dass der sich so schnell leert, dass hätte ich da auf jeden Fall auch anders machen sollen. Boah, okay, wo ist das Kackvieh? Das nervt. Hoffen wir, dass von dem das Geschrei kam. Ich glaube, das ist einer von denen, die rumschreien. Nein, der schreit nicht rum. Wie gesagt, 2 Typen von diesen Gegnern. Die einen greifen nicht sofort an, wenn sie dich sehen. Die anderen stößen einen Schrei aus, der alle ihre Kollegen in der Nähe anlockt und zu dir bringt. Aber da sie beide das gleiche Design haben, sind die sehr schwer voneinander auseinanderzuhalten. Das sieht man nur im Detail, weil der eine ein paar Putzputze hat und der andere nicht.
Aber sei es drum, wir sind gleich um unserem Ziel angelangt. Und da sehen wir ihn schon. Das Buffed Chigi of the Lake, was am See ist und seine Liegestütze macht und schön in Form bleibt. Bevor ich mich diesen äußerst beeindruckenden Bossgegner stelle, noch mal einen kleinen Effekt, der auch ganz cool geworden ist. Und zwar, ich habe hier diesen Lightning Spell. Und wenn ich den auf eine Wasseroberfläche schieße, dann kann ich die Oberfläche elektrifizieren. Das führt natürlich dazu, wenn ich da jetzt reinrennen würde, dass ich Damage kriegen würde. So wie auch dementsprechend alle Gegner. Eigentlich sieht das ein bisschen cooler aus. Aber der Shader scheint nicht geladen zu sein. Deswegen haben wir gerade einfach diese Vierecke. Sollte nicht sein. Aber ist halt so. Hallo Garoma. Ja, musst du Hallo sagen? Ja, anscheinend nicht. So. Wollen wir stehen geblieben? Okay. Legen wir uns mit dem Bossgegner an. Gucken wir mal, was das Buff Chigi drauf hat. Der ist er mit seinen fucking Breakdance Moves. Ich finde tatsächlich seine Laufanimation ist ziemlich geil geworden. Aber wenn er zu nah dran kommt, dann fängt er halt hier an, seinen Spin-Kick zu machen, mit dem, womit er sich besser nicht treffen sollte. Also er macht halt echt eine Menge Damage. Aber wirklich anspruchsvoll ist er nicht, vor allem weil es ist halt ein Wasser-Pokémon, den kannst du mit Elektrozauber halt stunnen, wie man sieht. Und dann macht er halt erstmal nichts. Und da man unendlich Mana hat, kannst du den halt einfach im Stunlock halten, so theoretisch. Ist natürlich nicht beabsichtigt, ich habe halt keine Zeit, um Mana ranzumachen. Aber ich dachte, es macht Sinn, dass man mit einem Elektrozauber einen Wasser-Pokémon stunnen kann. So. Da haben wir nochmal kurz den Move an. Ich will nochmal kurz die Laufanimation zeigen, weil der echt cool geworden ist. Ach, ja. Okay, der macht natürlich nur, wenn er. Sobald er nah genug dran ist, macht er sofort diesen Attack-Move. Deswegen muss ich das so mit der Distanz halten. Hat diese scheiß Mucke, ey. Der passt überhaupt gar nicht. Aber ein bisschen cool ist es schon, wenn ich das dann guckt. Na komm, bringen wir es zu Ende. So. Hier sieht man, ich habe 2 neue Spells bekommen. Das eine ist ein Wasserschild. Und man merkt noch einen weiteren Bug, und zwar die Bossmusik hört nicht auf zu spielen. Total nervig, weil die jetzt wahrscheinlich viel zu laut ist. Deswegen versuche ich jetzt einfach ein bisschen lauter zu reden. Die sollte natürlich aufhören, nachdem der Boss besiegt ist, aber das ist ein Bug, den ich halt leider nicht mehr gefixt habe. Naja, und der Rain Spell, womit ich Regen beschwören kann, der Gegner halt durchnässt. Wenn Gegner durchnässt sind, kann ich sie, wie ihr gerade am Ski gesehen habt, mit dem Blitzzauber stunnen. Oder mit dem Feuerzauber halt eben eine Rauchwolke erscheinen lassen. Ja, ich guck mal, ob ich das dementsprechend noch zeigen kann. Aber das mit der Musik ist halt echt ein bisschen nervig, das hätte ich echt fixen sollen. Aber ja, it is what it is. Gehen wir mal zurück zu unserem Ritter und sagen ihm, dass wir das Buff Chigi of the Lake besiegt haben und seinen Wunsch erfüllt haben und gucken mal, was passiert. Ich habe übrigens vorhin das nochmal getestet. Leider lässt sich die Musik nicht mehr resetten. Das bedeutet, selbst wenn ich jetzt sterbe und oder jetzt ins Old Sanctuary gehe, dann überlappt die Musik einfach. Sie wird, also der Boss-Sound, der verschwindet jetzt nicht mehr, der bleibt jetzt in alle Ewigkeit, was halt mir ätzend ist. Aber was ich trotzdem mal zeigen kann, was ganz cool ist, so kann man den Regenspell. So. Der Gegner ist nass, wie man jetzt hier an diesem Symbol so ein bisschen sehen kann. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber wenn ich jetzt den Elektrofilm mache, dann wird er Elektrofall. Oder, noch besser, mit dem Feuerspell erscheint halt eine Dampfwolke. Und die Dampfwolke lässt sich auch wieder mit einem Elektrospell elektrifizieren. Und wenn ich dann mit dem Wasserfeld reinlaufe,
dann wird das Wasserschild elektrifiziert. Und wenn das nach einer gewissen Zeit platzt und ein Gegner in der Nähe ist, dann wird er sowohl nass als auch sofort elektrifiziert. Das ist eine ganz coole Logik, die ich mir da überdacht habe. Also funktioniert sogar, sieht halt nur scheiße aus. Ne? Aber es war, wie ich finde, eigentlich eine ganz coole Idee. Müsste man mal weiter ausarbeiten in zukünftigen Projekten. Ja, man merkt, die Musik überlappt sich hier. Ist halt mega scheiße. Aber bear with me, wir sind gleich durch. Erstmal warm natürlich, alles in Stärke, alles andere für Pussys. Und ja, gucken wir mal, was er uns jetzt zu sagen hat. Der scheiß Mucke, das ist sorry. You are back. I suppose it means you defeated the buff Chi of the lake. Thank you. Now I finally can find peace. So, und damit ist tatsächlich auch alles gemacht, was man hier dementsprechend machen kann. Ich gucke nochmal, ob, wenn ich jetzt sterbe, die Musik vielleicht doch irgendwie resettet, aber als ich es vorhin getestet hatte, war das halt nicht der Fall, aber probieren wir es doch nochmal. Weil ich finde das halt schon leider sehr nervig und ich meine, ich hätte das auch gemacht, als ich das abgegeben hatte. So, ich meine, ich hatte das berücksichtigt. Deswegen wundert mich, dass der Bug immer noch da ist. Aber gucken wir mal. So. Nee. Musik overlappt immer noch. Na gut, dann habe ich mich da wohl geirrt. Ich gehe jetzt erstmal raus, weil, wie gesagt, ist mit der Bucke halt mega nervig. So, starten wir erstmal neu. Alter Falter. So. Ja, das war Bonfire. Mein allererstes 3D-Action-Adventure-Spiel. Spielt sich richtig scheiße, wie es mir wahrscheinlich auch gesehen hat. Aber dennoch ist es irgendwie ganz lustig geworden. Das krasse Buff Chi of the Lake, das da am See so Liegestütze macht, das ist so ein Insider-Joke an der Uni gewesen, den ich mit dem Kumpel hatte. Und das hat sich dann einfach, genau, es hat sich dann einfach so entwickelt, dass ich gedacht habe, ey, boah, hier, also der auch das Großschwert gemacht hat. So, der hat das für sein Projekt, hat ja ein Shigi gemacht, so ein, das so ein bisschen muskulöser aussieht. So, dann dachte ich, ey, gib mir das doch, ich suche ein paar Animationen raus, dass der doch pumpen geht und sowas. Und dann mache ich da das Bossgegner rein und ja, genau. Das ist es. Ja, lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Habt ihr Bock drauf, so unfertige Prototypen tatsächlich einfach mal zu zocken und zu gucken, wie ist sowas? Ne? Also ich könnte tatsächlich mir durchaus vorstellen, jetzt einfach mal ein Bild hochzuladen, dass ihr das einfach runterladen und zocken könnt. Erwartet nicht zu viel. Es ist, wie gesagt, unfertig, spielt sich jetzt nicht so geil, aber das ist halt so ein bisschen die Reise, die man da so macht. So, ne? Ich bin der festen Überzeugung, jedes Mal, wenn man etwas macht, wird man dabei ein Stückchen besser und ihr werdet in zukünftigen Projekten ja auch dementsprechend sehen, ob sich das auch bestätigt. Wie gesagt, die Musik in dem Game ist halt alles komplett von mir. Ich mag tatsächlich vor allem die Title Screen Music, die finde ich ganz schön, genauso wie von einem Old Century. Der Boss-Theme, der ist halt richtig scheiße geworden, ne? Aber der war halt, ich habe den damals mal für ein Game Jam gemacht und hatte keine Zeit mehr, da jetzt irgendwie noch ein Boss-Theme da irgendwie zu machen, deswegen habe ich einfach das genommen und ja, fand es gerade einfach lustig, weil es einfach so richtig unpassend war. Aber ja, lasst mir gerne eure Meinung dazu da. Und ich denke, ich werde demnächst tatsächlich auch nochmal ein Video dazu machen, wo ich ein bisschen was von einem Development Progress zeige, ne? Wie ich zeige, okay, wie habe ich jetzt eigentlich die Welt gebaut, woraus besteht die Map und sowas. Schreibt mir gerne, ob euch sowas generell interessiert oder was euch an so welchen Videos interessieren würde und dann komme ich darauf auch häufiger zurück. Und ich denke, ich werde sowas in Zukunft häufiger machen. Danke erstmal fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns.